Ce qui nous réunit aujourd'hui dépasse largement le cadre de la politique monétaire. Je laisserai d'ailleurs à d'autres plus qualifiés que moi le soin d'analyser et de prolonger l'immense héritage que vous laissez en la matière. Ce que nous célébrons par-dessus tout aujourd'hui, c'est l'action d'un homme qui a porté très haut le rêve européen et qui l'a porté dans cette institution qui a montré, durant la crise financière, et je parle là devant votre prédécesseur et votre successeur, toute sa solidité et sa robustesse. Un homme qui aura été, dans ses discours et ses décisions, un digne héritier des pères fondateurs de l'Europe. Cette filiation, cher Mario, vous place dans les pas de Jean Monnet, de Robert Schuman, de Konrad Adenauer et de vos illustres compatriotes Alcide de Gasperi et Altiero Spinelli. À Milan, il y a quelques semaines, vous avez prononcé un de ces discours qui auront jalonné votre mandat et qui sont désormais gravés dans la pierre qui bâtit l'Europe. Aux étudiants de l'université catholique qui vous remettaient un prix, vous avez évoqué 3 qualités qui font un bon décideur public: le savoir, le courage et l'humilité. Ces qualités, cher Mario, vous les honorez et les avez ici incarnées. Le savoir, vous l'avez acquis, conquis par une formation académique, une expérience professionnelle exceptionnelle. Vous l'avez sans cesse nourri de vos échanges avec les plus brillants chercheurs en économie et vous l'avez transmis par vos enseignements et vos conférences. Die Verbindungen zwischen deiner Heimat oder ihrer Heimatstadt Rom und Frankfurt, die sind ja unübersehbar. Der Limes verläuft nur wenige Kilometer von hier entfernt. Die Spuren römischen Lebens finden sich hier allerorts. Und selbst das Rathaus, der Frankfurter Römer und der Römerberg inmitten der Altstadt zeugen von der kultur- und geistesgeschichtlichen Nähe zur ewigen Stadt. Im Grunde also bewegen auch Sie sich, lieber Mario Draghi, in der guten Tradition, als Römer hier Spuren zu hinterlassen. Und in der Tat haben Sie das in den 8 Jahren als Präsident der Europäischen Zentralbank nicht nur hier, sondern europaweit getan. Die EZB ist durch stürmische Zeiten geführt worden, in denen sich auch, aber nicht nur, die Schwachstellen der Europäischen Währungsunion offenbarten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir vor 8 Jahren kurz, und jetzt wechsle ich mal in das Du, weil ich Mario Draghi so oft gesehen habe, kurz vor deinem Amtsantritt in Frankfurt zusammentrafen. Gleich im Anschluss an die Feierlichkeiten war die erste gemeinsame Krisensitzung anberaumt. Viele weitere sollten folgen. Das waren keine einfachen Tage und auf den Märkten wurde über ein Auseinanderbrechen des Euroraums spekuliert. Davon sind wir heute, 8 Jahre später, weit entfernt. Das Vertrauen der Marktakteure in den Euro und den Euroraum ist zurückgekehrt. Unser Währungsraum ist zwar nicht ohne Probleme, aber doch weitaus stärker als zu Beginn der europäischen Staatsschuldenkrise. Und die Europäische Zentralbank hat unter deiner Führung dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet, als Stimme für den Euro im internationalen Konzert, als Antreiber für Weiterentwicklungen und als Vertreter einer unabhängigen Notenbank. Дорогие друзья, чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной, тем выше наша ответственность перед будущими поколениями. Мы обязаны передать им стабильность и мир на планете. Передать суровую, героическую правду о памяти об Отечественной войне, дух и смысл Великой Победы. Чтобы наши потомки также сильно любили Россию, а в памяти народной навеки осталось поколение, которое самоотверженно сражалось за Родину. С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Thank you.